Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial zum Thema Casting, Blueprint, Interfaces, sogenannte BPIs und Event Dispatchers in der Unreal Engine 5. Der Einsatz von Blueprint Interfaces lohnt sich immer, aber es gibt auch Situationen, wo Event Dispatchers von Vorteil sind. Auch das Argument, dass Castings so gut wie möglich zu vermeiden sind, ist auch nicht ganz richtig, aber das erkläre ich dir später. Dieses Tutorial stellt keine praktische Übung dar, es soll dir helfen, die Thematik Casting, Blueprint Interface und Event Dispatcher besser zu verstehen, damit du es in deinen eigenen Projekten anwenden kannst. Ich habe hier aktuell mal ein Third-Person-Template etwas modifiziert und im Endeffekt habe ich aktuell mal so Power-Pickups aufgebaut, dementsprechend eine Art UI mit Progress Bar, die aber noch nicht aktiv ist, angeschlossen, und wenn ich die Power mal einsammle, dann sehe ich, dass das Ganze immer um 20 erhöht wird. So, jetzt schauen wir uns einfach mal so ein Power-Item an. Ich habe es aktuell mit einem Standard Cast to BP Third Person Character mal durchgeführt. Das heißt, wir haben hier eine sogenannte Pickup Sphere, habe ich es hier drüben genannt. Und dementsprechend on Component Begin Overlap Pickup Sphere kommt der Cast auf unseren Third Person mit Other Actor, das uns ja eine Actor Object Reference, also einen sogenannten Generic Actor zurückgibt, und dann tun wir uns sehr leicht, da kann ich dann direkt aus diesem Cast raus meinen Custom Event in meinem Third Person Character ansteuern. Ich übergebe sogar noch eine Value von 20 und wenn ich hier mal doppelklicke, komme ich direkt rüber zu meinem BP Third Person Character, zum Custom Event Power Pickup, und dann wird hier der Power 20 übergeben, wird zum aktuellen Power Amount hinzugezählt und das ist dann der neue Power Amount. Dann wird das Ganze noch in einem Print String ausgegeben. So, jetzt würde ich sagen, erstelle ich einfach mal das erste BPI, also ein sogenanntes Blueprint Interface, und dazu gehe ich mal auf Blueprints, Pickups, rechte Maustaste, Blueprint, Blueprint Interface, und das Ganze nenne ich einfach mal BPI underscore und Pickup. So, dann per Doppelklick kann ich dieses auch gleich öffnen, dann klinke ich es gleich mal oben ein und man sieht, hier passiert nicht viel, wir haben hier einfach nur eine Node mit New Function und hier drüben wäre schon mal New Function vorgegeben und das ändere ich jetzt einfach mal ab in Power. So, dann hätte ich gern, dass ich meinem Power ja praktisch auch eine Value übergeben kann. Das heißt, so wie ich es zuvor gehabt habe, hier mit meinem Cast2 und meiner Power Pickup Geschichte mit der Input-Variable Power, und das gleiche werde ich jetzt auch in meinem BPI Pickup tun. Dann gehe ich hier unten auf Inputs, auf das Plus, und unter New Param gebe ich der Variable den Name Power. So, und der wird sein vom Typ Float und dementsprechend kann ich das Ganze kompilieren und abspeichern. Und jetzt können wir dieses BPI auch schon unserem BP Third Person Character zuweisen. Und dazu wechsle ich hier oben von Class Defaults auf Class Settings und hier rechts im Details Panel gibt es die Rubrik Implemented Interfaces. Ich gehe auf Add und dann gebe ich ein BPI und dann erkenne ich auch schon mein BPI Pickup und das selektiere ich an. Dann gehe ich zwischenzeitlich auf Compile und Save und dann habe ich hier drüben eine zusätzliche Rubrik Interfaces. Wenn ich diese aufklappe, sehe ich auch schon meine Power-Funktion und die möchte ich jetzt gleich einbinden. Das bedeutet, ich trenne mich jetzt einfach mal von meinem Custom Event Power Pickup. Und an dieser Stelle gibt es jetzt drei Möglichkeiten, diesen Event zu implementieren. Der eine wäre rechte Maustaste, Power eingeben und dann ein bisschen nach oben fahren, Add Event, Event Power. So, dann funktioniert als zweite Möglichkeit der Doppelklick auf das Interface. Dann haben wir ebenfalls den Event oder wahlweise dann rechte Maustaste, Implement Event. Das führt ebenfalls zum gleichen Ergebnis. So, dann können wir das Ganze hier wieder verbinden, genauso wie unser Custom Event zuvor, und die Power, die wir dann später übergeben, die soll dann wieder hier rein und addiert werden zum aktuellen Power Amount. Gut, dann wechsle ich rüber auf mein BP Power Child und dann werde ich mich von diesen trennen. So, an der Stelle werden wir unser Interface mal callen über eine Message. So nennt sich das Ganze, das heißt, ich ziehe das hier raus und dann gebe ich ein Power, das ist meine Funktion, und hier haben wir unter Klasse BPI Pickup Power Message.
So, die Message erkennt man an diesem Envelope, an diesem Briefumschlag, während die Geschichte vom Event Power so aussieht mit dem Blueprint Interface Zeichen. So, jetzt wirst du dir wahrscheinlich denken, wieso implementieren wir nicht das BPI Pickup jetzt auch in unser Power Child? Und das liegt daran, dass jedes erdenkliche Blueprint in unserer Applikation diese Messages verschicken kann. Empfangen kann nur der, der auch diesen Event implementiert hat, also auch das BPI selber. So, und wenn wir das jetzt aufrufen, können wir einfach ganz beruhigt hier einfach mal mit AsaActor das verknüpfen und hier bei Power geben wir einfach nochmal 20 ein. So, dann gehe ich auf Compile und Save und wenn ich jetzt auf Play gehe, dann wirst du sehen, dass der Power sich drüben immer um 20 erhöht. Nur meine Pickups werden aktuell noch nicht destroyed und das werde ich jetzt gleich mal nachholen. Ich gehe auf mein Power Child und dann dementsprechend gehe ich hier raus und sage Destroy Actor. So, das ist Destroy Actor und jetzt sollte alles so sein, wie es war. Das heißt, ich mache nochmal einen Test und dann sollten die auch destroyen, nachdem sie ihre Power von 20 abgegeben haben. So, und vielleicht fragst du dich jetzt, warum man dazwischen nichts abriegeln muss, und das liegt daran, wenn dieser AsaActor, der hier overlappt mit der Pickups 4, dieses BPI Pickup nicht implementiert hat, dann passiert das, was hier steht: Sys does nothing if the target does not implement the required interface. Was wiederum auch bedeutet, wenn ein Gegner, zum Beispiel ein Enemy, dieses Power BPI Pickup, diese Power-Funktion implementiert hat, kann auch der Enemy über diesen Pickup laufen, ist dann dementsprechend der AsaActor und auch in der Lage, diesen Power Pickup einzusammeln. An dieser Stelle möchte ich dich noch auf ein paar unterschiedliche Anwendungsweisen aufmerksam machen. Also die Cast-Geschichte, von der haben wir uns ja vorher schon verabschiedet. Dann haben wir hier die Geschichte mit Power, mit der Message, die wir in unserem Power Pickup implementiert haben. Dann kann man noch zusätzlich zum Beispiel fragen, Actor Hashtag Enemy Boss zum Beispiel. Und wenn das true ist, dann wird erst das Ganze mit einer Message ans BPI Pickup übergeben. Das bedeutet, ich kann sagen, die kleinen Enemies bekommen nichts, der große bekommt was und so weiter und so fort. Das könnte man noch mit einem Tag sozusagen steuern oder eben auch auswerten, wenn der Tag nicht vorhanden ist, do something else. So, dann noch eine weitere Variante, wo noch mehr prüft. Ich habe einmal Actor Hashtag Player zum Beispiel und dann frage ich noch ab, ob dieser Player auch dieses BPI Interact sozusagen implementiert hat. In diesem Fall heißt es Interact und wenn das dann true ist, dann geht es dann auch weiter und wenn es false ist, jeweils können wir wieder auf Do Something Else schalten, falls dies von der Programmlogik her notwendig wäre. So, an dieser Stelle möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass man das eigentlich mit jedem Trigger, der uns einen generischen Actor zurückgibt, benutzen können. Das heißt also immer, wenn wir einen AsaActor haben, zum Beispiel eine Actor-Object-Referenz, wie bei Begin Overlap, End Overlap, Component Hit, Event Tick, Event Any Damage, sogar bei der Damage Causer ist ebenfalls eine Actor-Object-Referenz und sogar im Line-Trace über Break-Hit-Result und der Hit-Actor selber kann dann in das Target. So, jetzt fassen wir noch einmal zusammen, was sind Blueprint Interfaces? Zum einen Kommunikation zwischen Blueprints. Alle Blueprints können Nachrichten verschicken, aber empfangen können nur die, die das Blueprint Interface auch implementiert haben. BPIs ermöglichen das Senden von Nachrichten zwischen mehreren Blueprints ohne direkte Referenz. Dies verhindert Hard Referencing wie Casting, wodurch Speicherverbrauch reduziert wird. Effizienz in großen Projekten. Bei Tausenden von Blueprints zum Beispiel wird der Vorteil von BPIs deutlich. Performante Programmierung hilft, Speicher effizient zu nutzen und Übersicht in großen Projekten zu behalten. So, an dieser Stelle möchte ich dann auch gleich mal am Beispiel eines Blueprints, zum Beispiel von unserem Power Pickup, mal aufzeigen, was der Unterschied ist zwischen Casting und dem Benutzen eines Blueprint Interfaces.
So, und dazu sehen wir uns das BP Power Pickup Child nochmal genauer an. Es besteht aktuell ja nur aus dem On-Component Begin Overlap von der Pickup Sphere und unserem Power Message ans Target BPI Pickup und einem Destroy Actor. Das Ganze wird abgeleitet von dem BP Pickup Master und das beinhaltet lediglich die Routine für das Auf und Ab zu einem zufälligen Startpunkt. So, jetzt wenn wir das Ganze einmal begutachten, das heißt, wir gehen einfach mal, oder ich gehe jetzt mal, du kannst es mal mit deinen eigenen Dateien oder Blueprints ausprobieren, rechte Maustaste und dann schauen wir mal auf den Reference Viewer. So, da sehen wir es auch schon, wir haben jetzt hier die Third Person Map, das ist richtig, da sind unsere Power Pickups platziert, da ist das Child. Und an diesem Child hängt aktuell nur unser BPI, unser Blueprint Interface Pickup, natürlich das Master, von dem es abgeleitet ist, und innerhalb meines Child BP Power befindet sich mein Niagara-System Pickup 2. So, jetzt wenn wir uns mal die Größenverhältnisse anschauen, das heißt, ich gehe jetzt hier mal drauf auf BP Power Child und rechte Maustaste und gehe dann auf Size Map. Und dementsprechend sehen wir, dass wir aktuell 16,1 MIP haben. Das ist ein bisschen mehr wie 16,1 MB, aber im Endeffekt wäre das so die Größenverhältnisse. Und jetzt müssen wir umschalten, das ist der Disk Space und hier drüben gehen wir auf Memory Size und da ist es ein bisschen mehr, da sind es 27,4 MIP, also so circa 28, 29 Megabyte, also MB. So, und hier sieht man auch hier oben unter dem Begriff BP Power Child das NS Pickup, also mein Niagara-System beansprucht davon 27,2. Wer sich das genauer ansehen will, hier ist alles sauber aufgeteilt. Man kann praktisch diese ganzen Sachen einfach auch mal begutachten. Und so sieht man, wie sich das Ganze auch verteilt, was den Speicherbedarf angeht. So, gut, an dieser Stelle werden wir jetzt einfach mal diesem BP Power Child nur eine Cast-Komponente hinzufügen. Das heißt, ich gebe ein Cast to Third Person und zwar Cast to Third Person Character und ich muss jetzt nicht einmal diese Geschichte verknüpfen irgendwie mit den Pins. Es reicht absolut aus, diesen Cast hier irgendwo in diesem Eventgraph zu platzieren. So, und wenn ich jetzt wieder auf mein BP Power Child die Size Map aufrufe, dann sehen wir, dass wir hier schon 132,3 MIP haben, weil es reiht sich hier unser BP Third Person Character mit ein, das SKM Queen Money wäre dabei, man kann die auch separat noch anselektieren, hier geht es auch wieder zurück, das heißt man kann jedes einzelne von diesen Elementen begutachten und dementsprechend habe ich auch mein MI, also meine Material Instance vom Quinn dabei, das Mannequin und so weiter und so fort und man sieht, das Ganze nimmt davon schon 98,3 MIP ein. So, gut, jetzt wenn wir an dieser Stelle einfach mal sagen, wir werden den Reference Viewer aufrufen, dann wird das natürlich nicht verknüpft sein, weil wir haben es nicht verknüpft, aber natürlich ist das Problem, dass wir vom Memory Size her schon zu viel brauchen und dann kann man sich jetzt auch vorstellen, wenn wir das Ganze einfach mal nur verknüpfen mit dem On-Component Begin Overlap und natürlich mit dem Other Actor, dann haben wir die ganze Sache natürlich auch im Reference Viewer mit drin, das heißt rechte Maustaste Reference Viewer und dann sehen wir, dass hier auch der Third Person natürlich verankert ist, aber das wird jetzt definitiv nichts ändern an der Aussage von der Größe, weil sobald das drin liegt, bleibt das natürlich bei 132,3 MIP. Mit der Verknüpfung ist es halt möglich, dass man es zusätzlich auch im Reference Viewer sieht und so wäre es ja eigentlich auch gedacht, weil wir hätten ja zu Beginn oder haben zu Beginn auch einen Cast gemacht auf dem BP Third Person und man sieht, es macht eine Menge an Speicher aus. Natürlich, wenn es weniger Blueprints sind in deiner Applikation, dann ist es nicht so schlimm, aber wenn es natürlich ein paar Hunderte sind oder ein paar Tausende natürlich, was in einem größeren Spiel auch vorkommt, dann fällt das natürlich sehr, sehr stark ins Gewicht.
So, und jetzt werden wir das Thema Blueprint Interfaces noch ein wenig vertiefen und dazu habe ich schon mal einen kleinen Parcours vorbereitet. Ich zeige ihn jetzt einfach mal her. Ich habe diverse Assets von FAB kostenlos heruntergeladen. Ich kann die Taste E drücken und eine Lampe ein- und ausschalten. Ich kann hier wieder E drücken, auch hier drüben. Man kann die Lampen natürlich auch anlassen. Das sind sehr witzige Sachen, sind von den koreanischen kostenlosen Asset-Packs. Und hier habe ich ein paar Türen noch. Mit der Taste E kann man sie öffnen und wieder schließen. Und dementsprechend sollte die andere Tür dann über einen Button funktionieren und die nächste eben über eine Druckplattform. Diese Tür habe ich zumindest schon mal vorbereitet mit der Taste J und dementsprechend werden wir das Ganze uns jetzt einfach mal anschauen. Jetzt werfen wir zuerst einmal einen Blick auf die erste Laterne und die besteht aus einem Blueprint und das ist typischerweise so aufgebaut, wie es sein soll. Wir haben hier die Taste E, die das Ganze abwickelt. Also ich gehe hier nicht näher darauf ein. Wie gesagt, das ist kostenloses Asset von FAB und das Ganze mit Interfaces hat auch nichts mit dem Rest zu tun, sondern das Interface löst etwas aus und das andere Blueprint macht dann irgendwas. Egal was. So, man sieht ja auch schon, das ist wirklich Korean-Arbeit und dementsprechend ist das Ganze mit einem Overlap versehen, mit einer Triggerbox. Die können wir uns hier im Viewport mal anschauen. Das ist die sogenannte Triggerbox außenrum. Und durch diese können wir on Component Begin Overlap dem Player Controller sozusagen die Inputs enablen, was wiederum bedeutet, wir schalten ihm praktisch die Möglichkeit ein, die Taste E zu drücken innerhalb dieses Blueprints. Wenn du dich erinnern kannst, ein Blueprint hat automatisch keine Input-Möglichkeit, das ist immer disabled. Ich kann das hier auch mal noch als Beispiel bringen. Wir haben hier das Input und man sieht, Auto Receive Input ist disabled. So, jetzt könnte man sagen, okay, wenn man nur ein Blueprint hat, gehe ich auf Player 0, das ist unser Third-Person-Player, ich lasse es aber jetzt auf Disabled. Das könnte man dann so abwickeln, dass man sagt, Component Begin Overlap, dann eine Boolean, can enter E oder bei End Overlap geht nicht mehr, Boolean wieder auf False. Nur, da haben wir das Problem, wenn da mehrere von diesen Blueprints auf die gleiche Keyboard-Taste E reagieren sollen, dann würden die sich gegenseitig im Weg stehen und das System würde durcheinander kommen und meistens ist es dann so, dass nur einer von den ganzen Objekten wirklich funktioniert. So, und jetzt wollen wir das Ganze einfach mal ein bisschen performanter machen. Das heißt, wir werden es mit einem Blueprint-Interface versehen und diesmal ist es ein wenig anders. Wir haben ja im Pickup die Geschichte mit der Message an unser BPI Pickup innerhalb unseres BP Third Person Characters übermittelt und hier müssen wir praktisch von unserem Player aus die Message jeweils an die verschiedenen unterschiedlichen Blueprints übermitteln. Und dazu gehe ich jetzt nochmal auf Content, auf Blueprints und ich habe hier meine Pickups. Da habe ich jetzt auch das dazugehörige BPI Pickup. Das bedeutet, ich lege mir das direkt in die Blueprints Root. So, rechte Maustaste, Blueprint, Blueprint Interface und das Ganze nenne ich jetzt einfach mal BPI underscore und dann Interactable. So, das wird mein BPI Interactable und dementsprechend kann ich das auch öffnen und hier oben einklinken. Und jetzt möchte ich noch dazu sagen, das sind die einfacheren Geschichten. Wir lösen jetzt aktuell nur die Taste E aus bei den jeweiligen Blueprints. Bei den Türen wird es noch ein bisschen komplizierter. Da müssen wir zum Teil zuerst den Schalter eine Message übermitteln, der dann wiederum der Tür mit einem anderen Blueprint-Interface ebenfalls eine Message übermittelt. So, als allererstes lege ich mir eine neue Funktion an und nenne die einfach mal onInteract. Das wäre meine onInteract-Funktion und die hat aktuell keine Input- und keine Output-Variable. So, damit man das auch mal sieht mit einer Output-Variable, werde ich mir jetzt mit add noch eine Funktion anlegen und die nenne ich einfach mal isInteract
So, das wird meine isInteractAble-Funktion. Da können wir abfragen, damit wir auch einen Bool setzen können, wenn das Objekt aktuell nicht interagieren möchte. So, und diese isInteractAble, die bekommt jetzt von mir eine Output-Variable und die nenne ich jetzt einfach mal InteractAble vom Typ Bool. So, und jetzt sieht man auch schon den Unterschied zu Funktionen ohne Output-Variablen. Das heißt, ich habe hier meine onInteract und deswegen heißen die auch Events, vorne auch beim Implementieren des BPIs, und wenn es eine Geschichte ist mit einer Output-Variable, dann ähnelt es auch mehr einer Funktion mit einer Return-Node und einer Value, die mit übergeben wird. So, jetzt wechsle ich auf meine BP-Lantern und dementsprechend werde ich jetzt die so ummodellieren, dass sie auch mit meinem BPI gut funktioniert. So, als allererstes werde ich mich mal von den nicht benötigten Nodes trennen und die Taste E werde ich ebenfalls entfernen, und dann benötige ich auch die ganze Beginn- und End-Overlap-Geschichte nicht mehr, da wir ja praktisch das Ganze über das Interface auslösen wollen. So, dann gehe ich mal auf Compile und dementsprechend werde ich jetzt zuerst einmal das Interface implementieren. Das heißt, ich gehe hier auf Class Settings, dann muss ich natürlich den Suchparameter rausnehmen und dann kann ich hier Expand All Categories, falls es zugeklappt ist, und dann habe ich hier Implemented Interface Add und dann mache ich BPI und dann suche ich mir mein InteractAble raus. So, dann gehe ich auf Compile und hier drüben links unter Interfaces stehen sie auch schon beide zur Verfügung. Auffällig ist jetzt die unterschiedliche Farbgebung. Wir haben Silber bei Funktionen und bei Events bleibt es Gold. So, die Funktion ist InteractAble, die kann man doppelklicken und jetzt sehen wir auch schon, dass wir hier eine Funktion aufgerufen bekommen und jetzt können wir sagen, ob es InteractAble ist, und da sagen wir einfach mal True. Wir fragen das natürlich noch nirgends ab, aber ich würde sagen, wir implementieren das dann im Third-Person-Player. So, gut, dann gehe ich hier mal auf Compile und Save und jetzt kommt die übliche Geschichte, dass wir das onInteract einfach mal mit implementieren, und das kommt jetzt an diese Stelle, wo das Press I war vom Keyboard. So, dann haben wir hier Event onInteract, würde das Ganze auslösen, nur dass wir aktuell natürlich nichts haben, was dem eine Message schickt. So, dann gehe ich mal auf Compile und das werden wir jetzt gleich mal implementieren, und zwar in unserem BP Third Person Character, und da gehe ich jetzt einfach mal ein Stück nach unten. Und jetzt werde ich hier mal die Taste E zentral verankern, das heißt, ich gebe ein E Keyboard E, dann finde ich es auch gleich. Man kann natürlich auch eine IA-Interact anlegen, wäre vielleicht auch sinnvoll, aber so viel Zeit nehme ich mir jetzt nicht, dass ich da extra eine Enhanced Input Action anlege. So, wenn die Taste E gedrückt ist, wir wickeln das Ganze jetzt zentral ab über unseren Third-Person-Character und wir werden jetzt einfach mal Ausschau halten, wer uns denn eigentlich overlappt. Das heißt, ich habe hier einen Capsule-Komponenten von uns, von meinem Third-Person-Player, und jetzt ziehe ich einfach mal raus und sage Get Overlapping Actors, und der Rest vom Class-Filter kann leer bleiben, und dann können wir das Ganze durchlaufen. Das heißt, ich gehe hier raus und dann kommt eine For-Each-Schleife, For-Each Loop with Break, und dementsprechend können wir das Ganze dann Overlapping Actors mit dem Array verknüpfen. Wir werden wahrscheinlich meistens nur einen overlappen, aber durch diese allgemein gehaltene Blueprint-Programmierung finden wir den auch ganz sicher. So, und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir einfach nur abfragen. Es können ja auch andere overlappen. Da gehen wir beim Array-Element raus aus dem Array und dann fragen wir einfach mal nach mit das Object Implement Interface, und an dieser Stelle suchen wir nach unserem BPI und zwar nach unserem InteractAble. So, wenn das sozusagen geklärt ist, da gehen wir beim Loop Body raus, machen eine Branch und dann dementsprechend können wir die Return Value mit der Condition verbinden, und damit ist das schon mal klar, egal wer uns overlappt, er muss verbindlich dieses Interface implementiert haben. So, als allernächstes werden wir fragen nach unserer Funktion, werden wir auch eine Message rausschicken, und zwar die nennt sich ja isInteractAble. So, isInteractAble.
Interactable und zwar die Message übers BPI Interactable. So, diesmal senden wir die Message von unserem BP Third Person und dementsprechend haben wir dann das schon mal soweit geregelt. Gut, dann haben wir hier is interactable und dann müssen wir natürlich wieder abfragen mit einer Branch und zwar, ob die ganze Sache dann true ist, weil, wie du dich sicher erinnern kannst, haben wir ja hier drüben in der Lanterne unser is interactable auf true geschalten und deswegen wird das vorne jetzt auch berücksichtigt. Gut, mit dem Overlapping ist hoffentlich auch klar, wir behalten ja die sogenannte Triggerbox. Das einzige, was wir nicht mehr haben, sind On Component Begin und End Overlap. Und jetzt müssen wir lediglich noch unsere Message on Interact an diesen Event on Interact innerhalb der Lanterne schicken. So, und dann zurück auf den Third Person Character. Wenn das is interactable true ist, was wir ja vorher schon überprüft haben, dann gehe ich hier raus und sage einfach mal on Interact Message. So, dann habe ich das auch. Jetzt muss ich natürlich auch noch den Actor verknüpfen und dann kann ich den ja gleich aus dieser Reroute Node rausziehen und dann das Ganze ein bisschen ausschmücken. So, wenn das Ganze dann ausgelöst ist, dann haben wir einen gefunden, mit dem wir overlappen. Es wird ja sowieso normalerweise nur einer sein. Auf jeden Fall den ersten, den wir finden, dann sollte die ganze For-Loop-Schleife abgebrochen werden. Das heißt, ich ziehe hier raus und gehe hier in den Break rein. Also for each loop with break, sobald der erste gefunden worden ist, wird diese ganze For each Loop abgebrochen. So, dann rutsche ich das auch noch ein bisschen schöner hin. Ich hoffe, dass soweit klar ist. Wir drücken die Taste E, schauen nach, ob wir irgendeinen Overlapping Actor haben. Die schicken wir alle in das Array hinein, in diese For Each Loop with Break Schleife. Das ist eine Funktion, die ich eigentlich nicht sehr oft hernehme, muss ich gestehen. Und dann prüfen wir nach, ob das Interface vorhanden ist. Und wenn ja, dann prüfen wir noch, ob interactable allowed ist, das heißt, ob die Funktion is interactable true zurückspuckt und dementsprechend über die Branch geht es dann rein zur onInteract Message. So, das war es an der Stelle eigentlich schon. Das müsste jetzt sofort mit dieser ersten Laterne auch funktionieren. Und ich gehe jetzt einfach mal auf Play und drücke die Taste E und man sieht, man kann die Laterne über das Interface ein- und ausschalten. So, jetzt werde ich noch ein Objekt vorführen, die haben alle das gleiche Prinzip. Ich nehme jetzt einfach mal dieses hier und dann öffne ich das Ganze mit Edit und der ganze Source Code ist nicht Gegenstand dieses Tutorials, der ist auch nicht von mir. Das einzige, was ich jetzt hier ändere, ich entferne hier mal die Taste E und dann werde ich auch dementsprechend mich wieder von den Begin Overlap und End Overlap trennen mit diesem Input Enable und natürlich kommt jetzt an die Stelle der BPI Event on Interact und dazu muss ich jetzt einfach auf Class Settings gehen. Ich gehe bei Implemented Interface auf BPI und dementsprechend wähle das BPI Interactable aus, dann gehe ich auf Compile und dementsprechend klappe ich mal die Interfaces auf. Sicherheitshalber mache ich bei der Funktion isInteractable schon mal ein True rein, ansonsten würde es nicht reagieren auf meine Taste E und dann gehe ich auf Compile und dann dementsprechend kann ich hier per Doppelklick diese Funktionalität von diesem Event schon implementieren und dann muss ich es lediglich noch mit der Branch verbinden, wo zuvor die Taste E war. So, und das war es auch schon mit diesem Objekt. Du siehst, das geht jetzt super schnell und jetzt können wir das mal ausprobieren. Ich lasse mal die Lampe brennen und schalte auch mal dieses Gerät ein. So, aktuell funktionieren jetzt alle diese Blueprints, die werden ja nach dem gleichen Prinzip bearbeitet. Das bedeutet einfach nur die E-Taste raus und die Begin- und End-Overlap und das gleiche Spiel ist dann hier Tür auf, Tür zu. Und jetzt habe ich hier noch zwei Fallbeispiele, die eben nicht nur ausschließlich das BPI Interactable verwenden, sondern eben noch zusätzlich ein BPI, ein Blueprint-Interface benötigen, um den entsprechenden Event auszulösen. Als allererstes schaue ich mir mal diesen Click-Button hier an. Der wird ja auch über das gleiche Prinzip ausgelöst. Ich habe ihn hier schon mal getrennt von der E-Taste und von den Begin- und End-Overlap und der benötigt jetzt an der Stelle einfach mal auch ein Class-Setting und zwar Implemented Interface at BPI und zwar das BPI Interactable und dann auf Compile, dann dementsprechend wieder aufklappen und dann
ist Interactable auf True schalten, sonst würde es nicht reagieren und dann einfach nochmal beim Event Graph Doppelklick auf diesen Event on Interact und dann kann das Ganze schon losgehen. So, jetzt ist jedes Blueprint natürlich anders, das ist einfach unabhängig jetzt von der Problematik von wie funktioniert ein Blueprint-Interface. Also dieses hier, das löst jetzt einfach mal diesen Schalter aus und der wird an der Stelle dann einfach mehrere Objekte gleichzeitig öffnen können, also 1 bis n, wie es aussieht. Der Loop nochmal durch Output to und dann dementsprechend kann man das Ganze natürlich auch wieder umschließen über den gleichen Loop und hier an der Stelle muss natürlich jetzt ein neues Blueprint-Interface mit entsprechender Message erstellt werden. So, man sollte sich auch die Türen anschauen, die beiden sind gleich, das ist jeweils diese BP Door Open, die ist natürlich auch nicht von mir und dementsprechend, wenn ich mir das anschaue, es gibt ein Open und Close, liegt auf der Taste J, die J entferne ich gleich. Das bedeutet einfach, ich benötige ein neues BPI und das lege ich mir hier an mit rechter Maustaste und dann Blueprint und Blueprint Interface und das nenne ich einfach mal BPI underscore und dann Button. Ich denke, das ist ausreichend, man könnte auch Switch sagen, ich nenne es mal Button, weil ich drücke hier irgendwie 2 Knöpfe, damit ich weiß, man könnte auch sagen Electricity, falls man irgendwo einen Strom einschaltet, egal wie, auf jeden Fall irgendeinen Namen muss es haben. So, dann mache ich es einfach mal auf, klingt hier oben ein und dann benötige ich eine Funktion und die Funktion nenne ich jetzt einfach mal ganz einfach Interact. So, das wird meine Interact, die benötigt kein Input, kein Output und das war es an der Stelle auch schon. So, dann können wir sozusagen auch bei der Door Open jetzt das Interface implementieren und das über Class Settings und dann Implemented Interface, BPI und dann nehme ich den Button. So, dann auf Compile, dann mache ich mein Interface mal auf, dann drücke ich das hier doppelt, damit ich den Event auch gleich da habe und dann sage ich hier an der Stelle, wo das J war, einfach mal mit Flip-Flop. Wenn man einmal klickt, macht es auf und einmal macht es wieder zu. Wie gesagt, jedes Blueprint ist anders. Du musst einfach die Stelle finden, wo du das dann am besten mit den Interfaces versorgen kannst. So, jetzt haben wir hier schon mal diesen Event und jetzt müsste ich hier noch Loop Buddy machen. Das heißt für mich, ich ziehe hier einfach mal raus bei Loop Buddy und gebe ein Interact. Und zwar brauche ich das Interact von meiner Message vom BPI-Button, da habe ich es auch schon und dann dementsprechend verbinde ich das Array-Element, in dem Fall die Actor-Geschichte mit dem Target. So, ich verstehe zwar noch nicht ganz, was das soll, es ist auf jeden Fall ein Loop, ich denke, man kann mehrere Objekte gleichzeitig mit dem Button öffnen und so wie es aussieht 1 zu n. So, das gleiche, das dupliziere ich jetzt mal mit STRG D und dann dementsprechend werde ich das hier auch wieder mit dem Loop Buddy verbinden und dann mit dem Array-Element. So, dann gehe ich auf Compile und jetzt schaue ich mir das Ganze mal an. Ich habe jetzt hier meinen Button und dann sehe ich hier drüben, hier habe ich Output to unter Settings und da kann ich auf Plus gehen und dann kann ich hier einfach Pick Actor from Scene. Das heißt, ich kann ja ganz bequem sozusagen meine BP Door Open schon mal anselektieren und es ist der Turn on Delay. Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass nach dieser Zeit, hier ist das Delay ja schon integriert, würde sich die Tür automatisch wieder schließen und zwar aktuell bei 5 Sekunden. So, dann teste ich das gleich mal aus mit einem Play from Here und dann dementsprechend drücke ich den Knopf und die Tür geht auf und jetzt sollte sie, wenn ich recht behalten habe, nach 5 Sekunden sich wieder schließen. So, dann habe ich natürlich wieder die Chance drauf zu drücken und damit ist die Geschichte mit dem Button schon fertig. Also wie gesagt, Interfaces funktionieren von einem Blueprint zum anderen und du kannst dann damit machen, was dir beliebt. So, als allerletztes schaue ich mir jetzt einfach mal diese Sache an mit diesem Druckknopf. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach mal Play from Here mache und drauf gehe, dann sollte wahrscheinlich sich die Tür auch öffnen. Das ist so eine Art Druckschalter. Gut, dann werde ich mir diesen Druckschalter einfach mal öffnen und dementsprechend sehe ich da auch, dass ich da kein BPI Interactable benötige. Der reagiert direkt auf den Begin Overlap vom Trigger und zwar ist das diese Schaltfläche hier. Gut, dann an der Stelle gibt es wieder einen Loop mit Output und dementsprechend kann man dann auch mit dem Druckschalter wieder 1 bis n, wie es aussieht, über das BPI-Button ansteuern. So, dann muss ich an der Stelle eigentlich nur noch bei Loop Buddy hier rausziehen und da gebe ich ein den Funktionsnamen Interact und dann kommt hier mein BPI-Button Interact Message und dann muss ich nur noch
dieses Actor Object übergeben. Und das gleiche natürlich hier unten, das werde ich dann auch gleich verknüpfen, sodass wir das Ganze dann wieder schließen können. So, hier steht es ja auch vorne schon da, Trigger ist dann pressed und dann set pressed und dann werden da die Materialien umgeschalten und dann wird dementsprechend hier reagiert und dann wird dieses Interact jeweils ausgeführt. So, dann gehe ich einfach auf Compile und jetzt die DOR, die habe ich ja schon, weil das ist die gleiche wie die hat bereits ja aktuell schon das Interface integriert, das haben wir ja gerade vorher erledigt. Das bedeutet eigentlich, ich muss eigentlich nur noch diesen Button hier ganz bequem mit dem Array hier drüben einfach nur Pickup und dann werde ich das gleich verknüpfen. Und jetzt können wir das auch gleich mal testen, weil das ist ja praktisch von den Entwicklern selber, von denen ich das auf FAB habe. Und wenn ich jetzt das wieder anwähle und dann sage ich aktuell nochmal Plus und dann picke ich mir mal spezifisch die DOR 3 noch mit raus und dann kann ich das Ganze eigentlich schon wieder testen. So, wenn ich jetzt drauf gehe, müssten sich jetzt beide Türen öffnen. Gut, das ist so, dass man 1 zu n eben damit verknüpfen kann. Nur ich habe ein bisschen ein Problem, ich komme gerade noch so durch. Gut, für das habe ich mir so ein Cube hingelegt, den kann ich hier ganz bequem so draufschieben, wenn ich Glück habe. Und wenn er nicht drauf geht, da habe ich mir eine Funktion geschrieben, dass ich den auch rumtragen kann. Dann kann ich ihn absetzen und dann kann ich auch ganz bequem wieder mein Level fortsetzen. So, gut, das war es jetzt mal mit allen Geräten, die ich hier aufgebaut habe. Wie gesagt, und jetzt werden wir noch ein paar Funktionalitäten ausprobieren, die wir wiederum in unserem Third-Person-Character implementieren werden. Und hier werde ich jetzt noch eine Taste F einführen und zwar mit F, Keyboard F und die soll auslösen, dass man das Ganze über einen sogenannten Sphere Trace by Channel steuern kann. Das wäre auch sehr interessant, wenn du ein First-Person-Adventure machst. Und dazu ziehe ich hier einfach mal raus und gebe ein Sphere Trace by Channel. Sphere Trace by Channel und dementsprechend der Start und das Ende wird sein meine Actor Location. Ich mache Get Actor Location und das ist gleichzeitig mein Start und mein Ende. Und jetzt wundert man sich, wie geht das? Klar, wir haben hier einen Radius vom Sphere Trace und da gebe ich jetzt einfach mal 150. Und damit man das später gut erkennen kann, zumindest fürs erste, Draw Debug Type auf For Duration. Und jetzt gehen wir hier raus mit einem Branch und fragen ab, ob es überhaupt einen Hit gibt, und zwar über die Return Value, weil wenn es keinen Hit gibt, müssen wir hinten gar nicht weitermachen. Gut, jetzt gehen wir beim Out-Hit raus, sagen einfach mal Break Hit Result und dementsprechend kann ich das hier unten dann auch schon aufklappen. Und jetzt habe ich hier meinen Hit Actor, das ist das gleiche, wie wir hier oben dann aus unserem Array-Element bekommen. Und da fragen wir dann einfach mal, ich ziehe einfach mal raus und da müssen wir genauso diese Is-Interactable-Geschichte abfragen, also Is-Interactable und zwar diese Message und die kann ich dann hier mit dem True verbinden. So, dann habe ich das schon mal verbunden und das haben wir ja schon voreingestellt bei allen auf True und dann können wir wiederum abfragen mit einer Branch, ob das Ganze dann auch wirklich True ist. So, dann sind wir soweit und dann geht es weiter mit der Message onInteract. Dann ziehe ich hier raus und dann gibt es ein onInteract und onInteract Message und dann muss ich natürlich noch meinen Hit Actor hier mit dem Target verbinden. So, das wäre jetzt die Funktion mit dem Trace. Ich mache das jetzt einfach in einem Radius von 150. Das ist natürlich Geschmackssache, das hängt von deinen Objekten ab. Und dann wiederum, wenn ich jetzt auf meinen Player gehe, dann gehe ich auf Play und diesmal drücke ich einfach mal die Taste F und dann sieht man, meine Lampe geht genauso an und dementsprechend kann ich alles einschalten. Ich kann sämtliche Türen öffnen und dementsprechend wahrscheinlich auch den Druckschalter und dann auch diese Geschichte hier, da muss ich ja nichts tun dazu und das war es eigentlich schon mit dem Trace und der wäre natürlich sehr praktisch bei einem First-Person-Adventure. Als letztes Beispiel zum Thema Blueprint Interfaces werde ich dir noch eine Funktion zeigen, wie man
alle Blueprints, die das gleiche Blueprint-Interface implementiert haben, ansteuert. Und zwar mache ich das jetzt einfach mal über eine Debug-Taste, und zwar Debug Key G. Das heißt, ich suche mir noch einen freien Platz und dann einfach Debug und dann Key, und dann hätte ich gerne die Taste G rein für Debug-Zwecke. Das kann man aber immer mal gebrauchen, dass man sagt, da muss mal alles gleichzeitig in die Luft fliegen oder sonstige Geschichten. Und das kann man jetzt ganz einfach rausholen mit Get All Actors with Interface. So, Get All Actors with Interface, und wir suchen nach dem BPI, und zwar in dem Fall nach dem Interactable, und dann kommt eine For Each Loop ohne Break, eine For Each Loop ohne Break, weil wir wollen ja diesmal alle erwischen, und dann dementsprechend Loop Body geht raus und fragt erstmal die Funktion is Interactable als Message vom BPI Interactable, und dementsprechend müssen wir natürlich noch das Array verknüpfen mit den Out-Actor hier, damit wir auch die Fütterung haben mit dem Element Actors, und dann kann ich hier das Target schon mal verknüpfen. So, dann kommt an der Stelle wiederum ein Branch, und dann können wir fragen, ist das wirklich true, darf das eingeschalten werden? Wenn jetzt explizit welche aus wären, dann würden die jetzt nicht mit anspringen gleichzeitig. So, und dann natürlich müssen wir noch die Funktion onInteract als Message übermitteln. onInteract Message, und das bekommt natürlich auch wieder ein Array-Element als Target. So, dann gehe ich jetzt mal zum Testen gleich auf Play, und dann kann ich die E-Taste drücken oder die F-Taste für den Trace, und wenn ich jetzt die Debug-Taste G drücke, dann müsste alles sozusagen eingeschalten werden, und das tut es natürlich auch. So, jetzt gehen wir die Vorteile von Blueprint Interfaces, BPIs, nochmal kurz durch. Struktur vorgeben, Klassen, die ein Interface implementieren, verpflichten sich, eine bestimmte Struktur einzuhalten. Trennen von Verantwortlichkeiten, Funktionalitäten und Verantwortlichkeiten werden klar voneinander getrennt. Reduzierung von Abhängigkeiten, weniger direkte Referenzen zwischen Klassen, wodurch die Wartbarkeit verbessert wird. Speichereffizienz, keine unnötigen Klassen im Speicher, und wann sollte man BPIs verwenden, wenn kein Hard-Referencing Casting zur Verfügung steht oder bewusst vermieden werden soll. So, an dieser Stelle kommen wir jetzt zu den Vor- und Nachteilen von Casting, denn es heißt ja, man soll Casting soweit es geht immer vermeiden, aber das ist nicht wirklich die Wahrheit, denn wenn nämlich Klassen bereits aufeinander angewiesen sind, da sind ja sowieso schon alle miteinander geladen, und warum sollte man da noch eine BPI, eine Blueprint Interface Anfrage zusätzlich durchführen? So, ich werde das einfach mal kurz aufzeigen mit dem Third Person Player. Ich mache jetzt einfach meinen BP Third Person mal auf, und dementsprechend das einzige, was ich hier drin habe, das ist ja praktisch mein UI, das ich hier oben da mit meiner Progress Bar schon mal implementiert habe, und wenn wir das Ganze jetzt einfach mal rechte Maustaste uns im Reference Viewer anschauen, dann sehen wir, dass der Third Person Game Mode bereits am BP Third Person Character hängt. So, und dann habe ich natürlich noch die normalen Geschichten, meine zwei BPI und dementsprechend ABP Quinn, SKM Quinn Simple, IA Jump und Look, die ganzen Enhanced Input Actions, und hier auch schon mein UI Main. Das bedeutet, hier kann ich beruhigt drauf casten, weil das Ganze sowieso schon miteinander referenziert. So, jetzt kommen wir zum Thema Casting versus BPIs. Casting-Vorteile. Nützlich, wenn Klassen bereits aufeinander angewiesen sind, da die ja sowieso schon miteinander geladen wurden, und warum sollte man da noch eine BPI-Anfrage zusätzlich durchführen? Beispiele für sinnvolles Casting, zum Beispiel der Player auf den Game Mode, aufs UI, der Player auf eine Weapon Class, wenn die Waffe permanent zur Verfügung steht, oder AI-Controller Task Services mit Enemy Class, da macht es keinen Sinn, mit BPIs zu arbeiten, und Casting vermeiden, wenn Klassen nicht voneinander abhängen, erhöht Casting unnötig den Speicherverbrauch, Referenzviewer und Size Map helfen, Abhängigkeiten zu visualisieren und Speicherlast
zu prüfen. Also schau dir deine eigenen Blueprints im Referenzviewer an, dann erkennst du sofort, wer mit wem zusammenspielt. So, jetzt kommen wir zum Thema Event Dispatchers und ich habe nochmal meine 4 Power Pickups in meinem Viewport platziert und jetzt möchte ich zur Einleitung einfach mal aufzeigen, wozu Event Dispatchers zum Beispiel gut sind. So, normalerweise würde ich jetzt auf mein UI gehen. Ich habe ja oben schon so eine Progress Bar vorinstalliert und diese Progress Bar, die würden wir üblicherweise ja hier unter Progress% einfach mal binden. So, dann mache ich Create Binding, dann habe ich hier mein Get% und um jetzt auf meinen Power Amount von meinem Third Person Character zugreifen zu können, muss ich jetzt hier zuerst einmal einen Cast machen, Cast to Third Person Character und natürlich das Object ist wie üblich Get Player Character. So, Get Player Character, wie wir zuvor schon angesprochen haben, ist ein Cast innerhalb der Geschichten, die sowieso miteinander verknüpft sind. Also das UI hängt ja auch und wird auch im Third-Person-Character geladen. Ungefährlich, also da müssen wir nichts großartig ausklammern. Und dann kann ich an dieser Stelle jetzt einfach mal sagen, Get Power Amount und dann haben wir ja unsere Progress Bar auf der anderen Seite. Ich gehe mal auf Compile und auf den Designer und das ist meine Progress Bar und die heißt aktuell Progress Bar _ 62 und die ändere ich mal ab in Progress Bar Power. So, diese Geschichte läuft ja zwischen 0 und 1, also im Percent-Bereich und aus diesem Grund muss ich das Ganze dann einfach durch 100 dividieren. So, dann mache ich hier geteilt durch 100 und dementsprechend kann ich das Ganze dann auch schon mit der Return Node hier in der Value verknüpfen. So, jetzt ist das Ganze schon zugewiesen und wenn ich jetzt mal auf Play from Here gehe, dann werden wir sehen, dass wir schon 20% haben. Jetzt habe ich 40, jetzt warte ich noch kurz, 60 und dann 80. So, jetzt wäre normalerweise die Welt in Ordnung. Das ist so die Herangehensweise, wie es fast jeder macht. Und im Endeffekt bei kleineren Games ist das auch nicht wirklich auffällig. Aber was eigentlich noch niemand so richtig anspricht, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel hier einfach mal einen Print-String ausgibt, weil man nennt es Binding und man denkt jedes Mal, wenn die Variable Power Amount geupdatet wird, dann wird diese Funktion Get% aufgerufen und das entspricht nicht der Wahrheit. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach mal einen Print-String mache, dann werden wir gleich sehen, dass das Ganze per Frame tickt. So, und jetzt gehe ich hier einfach mal auf Play from Here und wir sehen drüben links Hello, Hello, Hello und dann ganz schnell flackert man auf 20, 40, 60, 80 und jetzt läuft diese Geschichte sozusagen permanent durch und das wollen wir natürlich jetzt vermeiden und das können wir zum Beispiel über einen sogenannten Event Dispatcher. Also kurz gesagt würde ich dieses Binding in Widgets nicht wirklich verwenden. Sie werden jedes Frame aufgerufen, eben sobald das Widget sichtbar ist. Und in 99,99% der Fälle benötigt man nicht, dass etwas bei jedem Frame aufgerufen wird. In einem so einfachen Beispiel spielt das jetzt keine Rolle, aber sobald ein Spiel größer und komplexer wird, summieren sich die 0,001 Millisekunden pro Tick doch erdenklich. So, und aus diesem Grund werde ich mich jetzt einfach mal von diesem Binding auch trennen. Das heißt, ich gehe auf den Designer und hier drüben bei Get% beim Binding Remove Binding und dann speichere ich das ab und zur Sicherheit werde ich auch gleich die ganze Function Get% einfach mal deleten. So, dann gehe ich mal auf Compile und jetzt werden wir einfach mal einen Event Dispatcher einbinden und meine Addition von dem Power Amount findet ja bei mir im Event Power vom Interface BPI Pickup innerhalb meines BP Third Person Character statt. Und jetzt können wir hier einfach mal einen Event Dispatcher anlegen und den nenne ich jetzt einfach mal on Power Taken. So, das wird mein Event Dispatcher on Power Taken und dementsprechend kann ich ihn schon mal hier rausziehen und dann werde ich ihn einfach mal callen.
So, und dann kann ich mich schon mal trennen von der ganzen Print-Ausgabe und an dieser Stelle call ich einfach mal diesen onPowerTaken Event Dispatcher. Man sieht schon, das ist wieder eine Message. So, dann gehe ich hier mal auf Compile und dann rüber in mein UI Main und zuallererst werde ich mal die Progress Power Bar mal initialisieren und auf 0 stellen. Sicher ist sicher, falls ich im Designer irgendwas anders eingestellt habe. Und da ziehe ich einfach raus und sage Set Percent und dementsprechend setze ich die Percent auf 0. Gut, dann geht es weiter mit einem Cast, also wir sind immer noch im Konstruktor, Cast to Third Person Character und das Object ist wie üblich Get Player Character. So, dann habe ich hier schon mal meinen Cast und dementsprechend ein Promote to Variable und das nenne ich dann noch Player Ref. So, das wird meine Player Ref und dementsprechend können wir jetzt gleich weitermachen und jetzt kommt das Geheimnis von diesem Event Dispatcher. Wir haben ja hier praktisch diesen Call on Power Taken und jetzt können wir hier einfach rausziehen und sagen bind Event on Power Taken. So, dann binden wir im Konstruktor diesen Event on Power Taken und der Event selber, den ziehen wir raus. Das wird ein Custom Event und da adden wir den Custom Event und den nennen wir einfach mal on Power Taken Event und dann dementsprechend geht es weiter mit Progress Bar, Get Progress Bar und da machen wir wieder ein Set Percent und dementsprechend kann man die beiden hier auch wieder verbinden und natürlich, was ist unser In-Percent und da können wir jetzt einfach mal den Player Ref rausziehen über Get und dann holen wir uns die Get Power Amount und die müssen wir natürlich ebenfalls durch 100 teilen wegen der Percent-Geschichte, wegen dem 0 bis 1, ein Divide durch 100 und das ganze Endergebnis geht dann in die In-Percent. So, dann kann ich hier mal compilen und dementsprechend habe ich noch ein Problem mit dem Target. Klar, mir fehlt noch mein Third Person. Wir binden das ja an diesen Call von unserem Third Person Character. So, dann ist das Ganze gebindet und wenn ich jetzt gleich nochmal einen Test fahre, und zwar mit einem Play from here, dann werden wir sehen, dass die Progress Bar, wenn oben mein Flyby weg ist, sich ebenfalls sauber bis 80% füllt. So, und zur Beweisführung können wir an der Stelle einfach mal einen Print String eingeben. Print String und zwar einfach mal Power Up. So, dann haben wir hier ein Power Up mit Print-Ausgabe und dann werden wir sehen, dass aktuell nichts tickt und jedes Mal, wenn ich eins einsammle, dann erscheint links oben Power Up und zwar nur dann, wenn wirklich auch das passiert, was passieren soll und nicht permanent per Frame durchtickt. Das Ganze verhält sich also sehr ähnlich wie bei einem Interface, nur mit dem Unterschied, dass der Empfänger kein Interface implementiert haben muss. Also man merkt, ein Event Dispatcher, der wartet einfach nur darauf, dass ein Ereignis eben eintrifft. Zum Beispiel der Spieler hebt ein Objekt auf, wie bei dem Fall war das jetzt eben das Power-Up. Und es wird erst dann reagiert, anstatt immer wieder zu prüfen. Und das macht den Code übersichtlicher und verbessert die Kommunikation zwischen den verschiedenen Teilen des Spiels, ohne Annahmen oder annehmen zu müssen, über was denn genau die Aufgabe ist, was jetzt der andere da überhaupt macht. Und man kann auch noch andere ansteuern, die eben kein Interface implementiert haben und man muss dann dementsprechend einfach nur wieder diesen Event binden. So, und jetzt komme ich noch zu einem weiteren Beispiel für den Einsatz von Event-Dispatchern, wie du dich vielleicht erinnern kannst. Wir haben ja hier so einen Switch über Interface, der auch 2 oder mehrere Türen aufmachen kann. Und jetzt zeige ich dir mal, wie einfach das ist, wenn man das mit Event-Dispatcher macht. So, ich habe mir hier jetzt einfach einen BP-Button gestaltet und dazu diese Laterne kopiert. Ich zeige das jetzt mal. Das ist mein Button, der besteht einfach aus einem Cube, den ich zusammengefalten habe, ein Static Mesh und eine Collision Box, die liegt hier oben drüber für den Trigger und dementsprechend die Laterne habe ich runtergekürzt einfach auf ein Static Mesh
und ein Point Light, und das Point Light hat aktuell die Intensity von 0, weil ich möchte es abgeschalten starten. So, dann den ganzen Source Code, die ganzen Blueprints habe ich sämtliche gelöscht, und dann fange ich jetzt einfach mal an. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Button hier, und dieser Button bekommt von mir einen Event Dispatcher, und den nenne ich einfach mal On Button Toggled. So, das ist mein Event Dispatcher On Button Toggled, und jetzt können wir in dem Fall, trenne ich mich noch vom Event Begin Play, bei der Box Add Event und Component Begin Overlap, und dementsprechend müssten wir jetzt zu unserem BP Third Person Character casten, weil ich möchte ja feststellen, ob der praktisch meine Plattform, meinen Toggle, meinen Button auslöst. Aber da ich ja kein Freund vom Casting bin, außerhalb dieser Geschichten, werden wir jetzt eine weitere Variante schnell einführen. Und zwar gibt es noch die Variante, die heißt einfach Actor has Tag. Actor has Tag, und dann können wir hier über einen Branch das Ganze abfragen, und so ersparen wir uns den Cast, weil der ganze Third Person ja eigentlich gar nichts damit zu tun hat, außer dass er drauf tritt. So, dann gebe ich dem Tag einfach mal den Namen Player zum Beispiel, das ist natürlich freie Wahl der Waffen, und wenn der dann Player heißt, dann ist das Ganze true und der Branch erfüllt. So, jetzt muss ich noch bei meinem BP Third Person Character, ich gehe hier links auf BP Third Person Character, rechts im Detail suche ich mir nach Tag, und dann gibt es hier Actor, und bei Tags Index 0 steht aktuell None, und dann gebe ich ein Player. Da muss man aufpassen, da wird jeder Fehler unverzeihlich, das heißt auch Groß- und Kleinschreibungen beachten. Am besten ist, man kopiert es sich eigentlich raus und schreibt es dann rein, aber ich glaube, ich bin in der Lage, dass ich Player richtig schreibe. So, dann haben wir hier Player mal mit drin, und jetzt callen wir einfach mal unseren Event Dispatcher. Das heißt, ich ziehe das Ganze einfach mal raus mit Call, und dann gebe ich das hier so ein. So, bei End Overlap wollen wir dann praktisch die ganze Geschichte dann wieder deaktivieren. Das heißt, wir werden diesen On-Button Toggled noch eine Input-Variable verpassen. Also der Event Dispatcher bekommt noch ein Input. Das können wir hier oben beim Plus machen, und der neue Param wird sein vom Typ Bool, und wir nennen das Ganze einfach isActive. So, dann sehen wir das auch hier schon, isActive, und da geben wir hier einfach mal ein True ein. Und dementsprechend habe ich jetzt hier noch einen Fehler, weil ich das wahrscheinlich zu spät angegeben habe. Das heißt, ich ziehe es einfach nochmal neu raus, und dann müsste das Ganze dann wieder in Ordnung sein. So, ist ein bisschen empfindlich, man hat es gerade gesehen, aber wenn man weiß, dass man es nochmal wiederholen muss, ist das alles in Ordnung. So, dann brauchen wir noch ein End Overlap, Add Event und Component End Overlap, und da können wir das Ganze von hier einfach durchkopieren, Steuerung D, und dann dementsprechend wieder dann auch verknüpfen. Das heißt, der Other Actor ist wieder mit Actor has Tag Player verbunden, dann die Branch kommt dann mit dem End Overlap, und dann sagen wir isActive false. So, das war es an der Stelle schon mit unserer Plattform, und jetzt gehe ich einfach rüber auf die Laterne. Wenn du dich erinnern kannst, haben wir ja bei dem Interface-Beispiel die Türen mit der Plattform verbunden, und hier in diesem Event-Dispatcher-Beispiel verbinden wir die Plattform mit den Lampen. So, gut, jetzt geht es einfach mal los. Ich werde jetzt einfach mal eine Variable einführen, damit wir auch die Plattform verbinden können. Ich nenne sie einfach mal Trigger, und dieser Trigger wird sein vom Typ BP Button. Das ist der Button, den wir gerade angelegt haben, BP Button, und dann habe ich das schon zur Auswahl, und dann mache ich das Ganze public, dass ich es außerhalb dann im Viewport im Detail auch zuweisen kann. So, dann geht's los. Wir beginnen mit einem Event Begin Play, und dann dementsprechend wollen wir natürlich jetzt einfach mal den Trigger einen Event binden, und das heißt, ich ziehe den Trigger mal raus mit Get, und sinnvoll wäre trotzdem immer abzufragen, ob dann auch was zugewiesen worden ist außerhalb. Das heißt, ich werde hier ein isValid noch dazwischen schalten, und zwar das hier mit dem Fragezeichen umgedreht. So, dann verknüpfe ich die beiden Sachen, und wenn das Ganze true ist, dann werde ich jetzt den Event einfach on meinen Button Toggled, den wir hier sozusagen angelegt haben, binden. Und dazu ziehe ich vom Trigger mal raus und gebe ein Bind Event to on Button Toggled. So, das kommt dann mit isValid verknüpft hinzu,
Und jetzt ziehen wir bei der Delegate Event mal hinaus und jetzt haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Wir haben hier Add Event, Add Custom Event, das würde dann gleich so mit integriert, aber man kann das auch ein bisschen anders lösen. Das heißt, ich ziehe mal raus, ich gehe auf Event Dispatchers und dann kann ich sagen Create Event. Und dann habe ich hier noch die Möglichkeit Select Function oder eben auch, was ich gern hätte, Create a Matching Event. Und das bedeutet, ich bekomme hier einen Event ganz woanders gelagert. Das heißt, es wird nicht über die Delegate so verbunden und dann habe ich immer so einen roten Strich, eine rote Linie, so eine Pin-Linie mit drin, sondern ich kann hier ganz einfach sagen on Toggle Event zum Beispiel, das kann ich machen wie ich will, oder on Toggle Button, glaube ich, wäre sinnvoll, on Toggle Button, und das hier oben ist dann automatisch mit dem da referenziert. So, dann haben wir on Toggle Button und dann gehe ich hier raus und dann mache ich hier eine Branch. Und wir haben ja hier dieses isActive, das wir damit übergeben. Das werden wir gleich mal hier reinschalten. Ich gehe nochmal auf den Button mit zurück. Da haben wir einmal Active True und einmal Active False beim End Overlap. Und dann dementsprechend sagen wir, wenn das Ganze True ist, dann ziehe ich mein Point Light einfach mal raus und dann sage ich einfach Set Intensity. Dann machen wir jetzt einfach mal 2000, damit das schön leuchtet, und dann dementsprechend, wenn es false ist, dann mache ich jetzt mal Steuerung und D, da setze ich die Intensity dann auf 0 zurück. So, dann habe ich 0, dann muss ich nur noch das Pointline mit dem Target verknüpfen und dann war es das schon an der Stelle. Also man sieht, das ist wesentlich easier jetzt gerade wie das mit dem Interface, und jetzt fange ich einfach mal an, dass ich mir da ein paar so Lampen hinstelle. So, jetzt fange ich mal an mit der Lampe. Und dann würde ich sagen, bevor ich die durchkopiere, werde ich auch meine Plattform schon mal positionieren. Die setze ich da vorne hin. Und jetzt muss ich lediglich noch die Lampe mal selektieren. Da habe ich hier drüben Trigger und da ist None und dann nehme ich einfach Pick Actor und dann sage ich, das ist mein BP-Button. Dafür ist die Variable auch vorbereitet. Dann drücke ich die Alt-Taste, linke Maustaste und kopiere mir das Ganze einfach so oft durch, wie ich möchte. Und dann kann ich die auch alle gleichzeitig selektieren, weil die sind ja alle schon mit dem Toggle verbunden und dann kann ich da einfach gleich mehr draus machen. Das System ist natürlich auch wieder vollkommen unabhängig, ob das die gleichen Lampen sind oder andere oder Türen auf und zugehen. Im Endeffekt reagieren die einfach nur auf diesen Event Dispatcher. Und wenn ich jetzt hier einfach mal auf Play gehe und gehe da drauf, dann werden die alle angehen und dann gehen sie wieder aus. Und der Trigger weiß natürlich nicht, was er damit auslöst, aber das ist eigentlich auch egal, weil eben nur der Empfänger von diesem Event Dispatcher drauf reagiert. So, jetzt noch ein weiteres Beispiel, wie mächtig diese Event Dispatcher Geschichte ist. Das heißt, ich gehe mal rechte Maustaste, New Blueprint und dann Actor und dann nenne ich das einfach mal BP underscore und ich nenne es einfach mal nur Test und das werde ich jetzt einfach mal schnell öffnen. Ich klinge es hier oben ein, die Laterne mache ich mal zu und den Button schließe ich auch und dann dementsprechend hätte ich einfach mal nur eine Box Collision und diese Box Collision, die hat ja praktisch solche Geschichten. Wenn ich das jetzt mal trenne, dann habe ich hier die Möglichkeit ja mit diesem Add Event und On Component Begin Overlap. Das gleiche sehe ich aber auch hier drüben, wenn ich im Detail nach unten gehe. Hier habe ich ja die ganzen Events und die kommen daher, weil das Ganze ja ein C++ Komponent ist und die sind da drin eben schon inherited und deswegen auch verfügbar. So, und wenn wir uns jetzt einfach mal einen eigenen erstellen, das heißt rechte Maustaste, ich gehe auf Blueprint-Klasse und dann auf All Classes und zum Beispiel suchen wir uns einen Static Mesh Komponenten heraus. Da haben wir einen Mesh Komponenten und Static Mesh Komponent 1 unterhalb und dann mit Select können wir diesen auswählen und dann BP underscore my Mesh. So, einfach nur zum Spaß. Und jetzt machen wir das Ganze einfach mal auf und legen uns einen Event Dispatcher an und nennen das Ganze einfach mal On Custom Mesh Begin Play. So, und den können wir mal hier reinziehen und den callen wir und den verknüpfen wir mal mit dem Event Begin Play. So, wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und dann dementsprechend einfach mal auf unserem BP-Test mit der Collision Box wechseln und dann können wir das Ganze adden und dann geben wir hier einfach BP My Mesh
und da ist es auch schon zur Auswahl und dementsprechend, wenn ich das Ganze kompiliere und jetzt hier anwähle, dann sieht man hier drüben im Detail unten bei den Events, dass wir jetzt zusätzlich zu den anderen auch unseren Event Dispatcher Event haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Plus gehe, dann kann ich diesen Event Dispatcher auch direkt ansprechen. Das heißt, der läuft ja auf Event Begin Play und wenn wir jetzt einfach mal einen Print String machen und sagen einfach Event Dispatcher funktioniert. So, dann können wir das ganz einfach mal so reinschreiben und dann dementsprechend, wenn ich jetzt diesen BP-Test einfach mal in meine Welt lege. Ich brauche jetzt mal einen freien Platz, ich bin schon so überfüllt und wenn ich jetzt an der Stelle ein Play from hier mache, dann müsste hier oben stehen, links Event Dispatcher funktioniert. Genau, und damit ist das Ganze dann auch schon bewiesen, dass man das auch so mit der Methode durchreichen kann. So, und hier nochmal die Vorteile von Event Dispatchers. Asynchrone Kommunikation reagiert auf Ereignisse, ohne kontinuierliche Abfragen durchführen zu müssen. Entkopplung von Klassen reduziert die Abhängigkeiten zwischen Klassen, sodass sie unabhängig voneinander arbeiten können. Modularität und Flexibilität erleichtert das Erweitern, Ersetzen oder Ändern von Teilen des Codes. Effizienz warten auf ein Ereignis statt kontinuierlichem Überprüfen. So, zuvor haben wir ja gesehen, wie man eine Static Mesh Komponente mit einem Event Dispatcher bestückt und in externe Blueprints einbinden kann. Und das gleiche kann man natürlich jetzt auch mit sogenannten Actor Komponenten machen. Ich mache das mal kurz vor, rechte Maustaste, Blueprint-Klasse und dann gehe ich auf Actor Komponent und den nenne ich jetzt einfach mal zum Spaß Power Komponent. Passt ja auch, da haben wir auch ein paar Interfaces dazu. So, das wird jetzt also mein Power Komponent und den werden wir jetzt einfach mal öffnen, hier oben einklinken und der bekommt jetzt von mir lediglich mal eine Variable, die heißt Power. Ich mache hier nur mal ein Beispiel und dementsprechend vom Typ Float und dann noch eine Funktion mit hinzu und die Funktion wird dann einfach heißen Power Up. Power Up zum Beispiel und diese Power Up Funktion wird den Power jetzt einfach mal zur Veranschaulichung um 10 erhöhen. Das heißt, ich mache ein Add plus 10 und wenn das Ganze dann sozusagen größer gleich greater equal ist als 100, dann soll es einen Superpower auslösen. So, dann habe ich das Ganze schon mal so drin. Dann gibt es hier noch eine Branch und dann kann ich das schon mal mit dem hier verbinden. Gut, jetzt benötige ich an der Stelle wieder einen Event Dispatcher und zwar nenne ich den mal OnSuperPower. Den OnSuperPower ziehe ich mir raus, ich calle ihn und dann dementsprechend wäre mein Power-Komponent schon fertig. So, der Komponent hat jetzt den Vorteil, genauso wie unser Static Mesh Komponent, dass man ihn in jedem Blueprint adden kann. So, ich zeige das mal kurz. Ich gehe jetzt auf meinen BP Third Person Character, ich gehe auf Add und dann suche ich mir einfach mal meine Power-Komponente raus und hier ist sie auch schon. Und jetzt, wenn ich die hier selektiere, ich muss mich hier von meinem Tag-Suchbegriff noch trennen, muss es auch leider wieder Expand All machen, dann sehen wir genauso wie bei unserem Static Mesh Komponenten, dass wir hier unten bei den Events jetzt auch OnSuperPower zur Verfügung haben. Das heißt, ich kann mir die ganz sauber hier so reinholen und dann dementsprechend einfach mal vorführungsweise Print und dann schreibe ich da einfach mal rein, Player has Superpower. So, Player has Superpower und damit wäre das schon mal angedeutet. Gut, man könnte sich dann diesen Event natürlich auch reinholen, indem man sich die Power-Komponente holt und dann dementsprechend rauszieht und sagt Bind Event to OnSuperPower. Genau, dann haben wir das wieder so da und dann das alte Spiel so rüber mit Add Events und dann Add Custom Event. So, dann wäre das genauso wieder da. Diese Geschichte hat den Vorteil, dass man sie unbindet. Das eine war ja Bind und jetzt gibt es dann auch hier dieses Unbind. Da gibt es auch verschiedene Modelle von Component Activated, Deactivated, nur von einem, von allen, egal wie. Da musst du dich einfach mal ein bisschen durchlesen und einarbeiten. Gut, hier kann man sozusagen auch noch eine Geschichte anbinden und dementsprechend ist das hier von der Funktionalität
vom Unbind so ziemlich ausgeschlossen. Da gibt es also jetzt praktisch keinen Unbind-Befehl darüber. So, gut, dann habe ich hier noch so einen NPC mal vorbereitet. Das ist einfach nur ein Character mit nichts drin. Und damit man das auch sieht, man kann hier einfach auch die Power-Komponente einfach mal so mit hinzufügen. Und dadurch kann auch der NPC jetzt diesen Power bekommen. Gut, das klappt natürlich dann wieder genauso und das Ganze wäre dann einfach auch zum Beispiel mal print NPC has, ich nenne es mal SP für Superpower. So, hier nochmal abschließend die Vorteile von Blueprint Interface und Event Dispatcher. Blueprint Interfaces, Struktur vergeben, Trennen von Verantwortlichkeiten, Reduzierung von Abhängigkeiten und Speichereffizienz. Event Dispatchers, asynchrone Kommunikation, Entkopplung von Klassen, Modularität und Flexibilität. So als Schlussfolgerung, BPIs und Event Dispatchers fördern effiziente Kommunikation, bessere Speicherverwaltung und übersichtlichen Code. Verwende Casting, wenn Klassen voneinander abhängen, aber nutze BPIs, um Abhängigkeiten zu reduzieren. Setze Event Dispatcher ein, um wartungsfreundliche und skalierbare Systeme zu erstellen. So, und zum Abschluss noch Blueprint Interface versus Event Dispatcher. Blueprint Interfaces ermöglichen es, eine standardisierte Kommunikationsweise zwischen Blueprints zu schaffen. Sie sind ideal, wenn du sicherstellen möchtest, dass ein bestimmter Blueprint eine definierte Funktion implementiert. Dies bringt jedoch Einschränkungen mit sich, da alle Objekte, die das Interface nutzen, dessen Funktionen implementieren müssen. Event Dispatcher hingegen bieten mehr Flexibilität, indem sie es erlauben, Signale zu senden und auf Ereignisse zu reagieren, ohne dass spezifische Implementierungen erforderlich sind. Sie eignen sich besonders, wenn unterschiedliche Teile deines Spiels unabhängig voneinander kommunizieren sollen, zum Beispiel ein Türblueprint, das auf ein Item aufgenommen Signal wartet. So das Fazit. Blueprint Interfaces sind strukturiert und klar, während Event Dispatcher mehr Anpassungsfähigkeit und lose Koppelung bieten. Die Wahl hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Aber wie alles in der Programmierung gibt es Vor- und Nachteile für jede Herangehensweise. Es gibt kein richtig oder falsch, alles hängt von deinem Use Case ab. So, das war's jetzt zum Thema Blueprint Interfaces und Event Dispatchers versus Casts. Ich hoffe, es hat dir wie immer etwas Spaß gemacht und du konntest dir ein wenig Zusatzwissen aneignen, und über ein Like und oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.